Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei diesem Video zeige ich heute etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es machen werde. Das ist manchmal so. Man geht in sein Atelier, hat Ideen und dann legt man sich eine Leinwand hin, sucht sich Farben aus. Und dann gibt es einen Prozess, der verselbstständigt sich. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Aber bei mir ist das manchmal so. Jedenfalls hatte ich tatsächlich gedacht, ich würde mit Acrylfarbe arbeiten, hatte mir die auch schon zurechtgelegt, aber dann kam alles anders. Seht selbst. Also das, was ihr jetzt gerade seht, ist, dass ich eine quadratische Leinwand mir hingelegt habe und dann hatte ich mir ein Stück Aluminiumfolie abgerissen. Ich habe ja schon oft mit Blatt Kupfer und Blatt Gold gearbeitet und irgendwie kam mir die Idee, dass Aluminiumfolie etwas dicker ist, aber genauso schön glitzert und dass ich die vermutungsweise mit Acrylbinder aufkleben kann. Und das ist jetzt das, was ihr seht. Also ich habe die glänzende Seite mit handelsüblichem Acrylbinder bestrichen und danach auch die Leinwand mit Acrylbinder gestrichen, sodass ich die beiden Flächen dann zusammenbringe und dort dann die Aluminiumfolie aufklebe. Damit die Übergänge also schön werden, beziehungsweise dass die Aluminiumfolie auch wirklich auf der Leinwand hält, streiche ich das Ganze auch nochmal mit dem Acrylbinder ein. Und das sieht dann natürlich erstmal so aus, mattiert und trotzdem schimmert es noch unten drunter durch. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau, was passieren wird. Ich habe mir dann eine Papierrolle geschnappt und ausgebreitet und danach die Alkoholtinten in meinem Regal gesehen und diese dann hervorgeholt. Alle Materialien, die ich in diesem Video verwende, habe ich selbst gekauft. Ich wollte das sowieso mal erwähnen, weil bei mir rechts oben immer Werbung steht. Das schreibe ich aber explizit hinein, weil zwischendurch auf den Tuben oder Flaschen zu sehen ist, von welchem Hersteller ich das habe. Und wenn irgendwann mal sich die Richtlinien auf YouTube ändern, dann könnte es natürlich sein, dass ich ein Problem habe, indem ich das nicht gekennzeichnet habe. Okay, das nur mal so als Erklärung. Inzwischen habe ich also Alkoholtinte aufgetragen auf meine Papierrolle und zwar zunächst Bloody Mary. Sieht wirklich so aus, als hätte man Blutstropfen verteilt. Danach Red Wine, Midnight und das wunderbare Gold Rush. Und damit sie so wunderbar verlaufen, habe ich mir noch einen 99%igen Alkohol, den Isopropanol, aufgetragen. Der war in dieser durchsichtigen Flasche. Alkoholtinten trocknen am besten, indem man sie dann föhnt. Langsam merke ich, worauf das Ganze hinausläuft, und zwar auf eine Mixed Media Collage. Und deshalb reiße ich jetzt erstmal von diesem Papierstreifen die großen weißen Flächen ab. Und dann habe ich noch eine Idee, wie man das Ganze noch interessanter gestalten kann und zerknülle erstmal das Papier. Das ist ja immer das Schwierige, etwas, was schön aussieht, zu zerstören. Aber genau das ist ja manchmal in der Kunst dieser Moment, der es dann letzten Endes ausmacht. Einfach mal etwas kaputt machen. Also natürlich nicht so kaputt, dass man es nicht wieder benutzen kann, aber dem Material ein paar Falten zu verpassen. Und daraus ergeben sich hinterher sehr schöne Strukturen auf der gesamten Leinwand. Meine Collage wird vermutungsweise eher eine Decollage. Das heißt also, sie wird aus einzelnen Stücken wie beim Patchwork zusammengesetzt werden. Und deshalb lege ich das Papier mit der Rückseite nach oben und streiche auch den Acrylbinder auf diese Rückseite und suche mir dann einen Platz auf der Leinwand, wo dieses Stückchen, was ich mir abgerissen habe, passt. Und nachdem ich es fixiert habe, gehe ich dann auch nochmal mit dem Acrylbinder um die gesamten abgerissenen Stücke herum, sodass das Stückchen auch wirklich plan auf der Leinwand aufliegt. Dabei ist es aber auch nicht wichtig, dass es möglichst gerade ist, sondern ich habe mich ja schon dafür entschieden, dass auch dort ein paar Falten geworfen werden dürfen, genauso wie bei der Aluminiumfolie, um eine Struktur damit zu erreichen.
Und wenn ich jetzt so das Bild von oben betrachte, dann finde ich die Farben wunderbar. Im Moment schimmert die Aluminiumfolie noch hindurch. Auch das Gold passt ganz hervorragend zu diesem Bildaufbau. Und jetzt werde ich immer wieder ein Stückchen abreißen, mir einen Platz auf der Leinwand überlegen, das Ganze mit Acrylbinder fixieren und schauen, dass ich noch Lücken lasse, gucken, was dann sozusagen nach dieser ersten Schicht wichtig ist oder nötig ist, um das Bild weitermachen zu können. Da hatte ich dann natürlich eine Idee. Also ich glaube, diese Idee stammt auch ein bisschen aus der Rakeltechnik, bei denen ich ja mit Kontrasten arbeite. Und so habe ich mich entschieden, eine zweite Farbschicht aufzutragen. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe als Kontrast einen Rot-Grün-Kontrast gewählt. Und so trage ich dann auch erstmal nach und nach wieder Alkoholtinte auf, die Farben Pear, Emerald, Olive. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und auch wieder Gold Rush, weil es soll ja ein verbindendes Element zwischen den einzelnen Schichten geben. Und ganz am Anfang auf dem Papier, das habt ihr gesehen, habe ich mit einer harten Pastellkreide noch Linien aufgetragen, weil ich mir davon verspreche, dass die noch mehr Spannung auf die Leinwand bringen wird. Ansonsten ist die Technik natürlich die gleiche. Auch hier verbinde ich die Alkoholtinten wieder mit dem Isopropanol und föhne das Ganze auch wieder auf meinem Papier an. Ich liebe übrigens diesen Effekt sehr, wenn sich die einzelnen Farben so richtig schön zu Farbverläufen vermischen. Einfach nur durch das pure Ineinanderpusten mit dem Föhn. Und auch dieses Papier erleidet das Schicksal, von mir zerknüllt zu werden. Aber das mache ich ja aus einem guten Grund, weil ich eine schöne, lebendige Decollage oder Collage haben möchte. Falls ihr euch fragt, wie das hinterher mit dem Acrylbinder aussieht, den ich ja so wunderbar großflächig auf die ganzen zerrissenen Stücke gebe, dieser Acrylbinder, den ich da verwende, der trocknet hinterher transparent, aber glänzend auf. Und ganz zum Schluss zeige ich euch das fertige Bild einmal im noch nassen Zustand, also nicht getrocknet, und ganz zum Schluss ein paar Stunden später, als es dann getrocknet ist. Ich finde, diesen Acrylbinder-Effekt, der verleiht diesem Bild nochmal mehr ein bisschen Struktur und Glanz. So sieht das Bild nach der zweiten Schicht aus und die Linien haben genau das erzeugt, was ich mir davon versprochen habe. Also sie geben dem Bild nochmal eine interessante Struktur. Bei der dritten Schicht mache ich es mit dem Papier mal wieder anders. Ich zerknülle es erst, habe dann schon die Falten da drin, gebe dann 3 Alkoholtinten hinzu, knülle das Ganze dann nochmal zusammen, habe das auch wieder mit dem Isopropanol verbunden und föhne dann in diese zerknüllten Strukturen hinein und ziehe dann das Papier stückchenweise wieder auf. Das ist jetzt in dem Video so nicht zu sehen, weil der Prozess doch länger gedauert hat, bis die Flüssigkeit getrocknet ist. Und das Papier sieht auch anders aus. Also da verteilen sich die Alkoholtinten anders in diese kleinen Falten und Täler, die dieses Papier von Anfang an hat. Ich zeige jetzt diesen Prozess, wie ich das aufklebe, nicht mehr. Und ganz zum Schluss
fülle ich noch Lücken auf. Also ich habe mich dann entschieden, dass die Aluminiumfolie vom Anfang nicht mehr unbedingt durchschimmern muss, sondern ich setze dann noch Stücke, die ich übrig hatte, in die Lücken, gucke dann auch, wo fehlt noch grün, wo fehlt rot und baue so nach und nach dieses Bild auf, bis ich zufrieden bin. Also das ist dann eine sehr individuelle Sache, da müsst ihr dann mal schauen, was macht euch glücklich, welche Farbe fehlt euch dort und wie könnte das Bild dann zum Schluss aussehen. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, das für euch passend zu gestalten und genau so habe ich das hier gemacht. Ich bin super zufrieden mit diesem Ergebnis. Also dafür, dass ich anfangs nicht wusste, was ich mache, bin ich froh, glücklich, mich auf diesen Prozess eingelassen zu haben. Und ich finde, dieses Bild kann sich sehen lassen, auch wenn es vielleicht ganz anders ist als die Rakeltechnik, die ich verwende. Das Bild kommt ohne Acrylfarbe aus und trotzdem hat es etwas, was mich in den Bann zieht und immer wieder andere Passagen des Bildes angucken lässt. Und als es dann aufgetrocknet ist, finde ich es immer noch super. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Ihr dürft gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich freue mich über ein Like. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Erzählt mir, was ihr da seht, was ihr anders machen würdet, was ihr daran liebt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.